Ich stehe darauf, das Leben in vielerlei Hinsicht mehr minimalistisch zu gestalten und da ist das auch ein toller Schritt in diese Richtung. Hallo zusammen, willkommen bei So Halt. Hier dreht es sich heute um die Gargoyles. Das sind Wäschekugeln und ich möchte dir heute darüber berichten, weil ich das so toll finde und es mir am Herzen liegt aus verschiedenen Gründen. Das sage ich gleich warum. Ich erzähle erstmal, was das ist, die Vorteile davon, dann etwas zur Anwendung und noch etwas über Zusatzprodukte, die da gut dazu passen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt gleich dran. Die Firma Gargoyles hat bei mir angefragt, ob ich nicht mal diesen Waschball testen möchte. Und ich wusste davon bis dahin überhaupt nichts, habe mich dann informiert und fand die ganze Idee toll. Muss auch dazu sagen, dass ich im ersten Moment skeptisch war, ob das wirklich funktionieren kann. Habe es jetzt aber trotzdem ausprobiert und möchte euch über meine ehrliche Erfahrung und ehrliche Meinung hier berichten. Auch wenn ich die Produkte kostenfrei zugesendet bekommen habe, heißt das nicht, dass meine Meinung auch gekauft ist. Ich probiere gerne neue Sachen aus und bin für neue Innovationen wirklich offen und bin da auch sehr interessiert. Deshalb probiere ich das. Habe ich das auch ausprobiert und ich gebe allem eine Chance. Was ist das denn jetzt überhaupt? Das ist ein Waschball, der dann so aussieht. Und hier drinnen, also das ist erstmal hier aus Silikon außenrum und drinnen befinden sich Kugeln und die bestehen aus Biokeramik. Man wäscht damit seine Wäsche in der Waschmaschine ganz normal und kann komplett auf Waschmittel, Weichspüler und sonstige Zusätze verzichten. Dieser Waschball ersetzt alles und das ist unfassbar. Ich habe wirklich die Bedenken gehabt, wie riecht die Wäsche danach? Werden stinkende Socken, werden die wieder geruchsneutral, gehen Schweißflecken raus, hartnäckige Flecken in weißer Wäsche zum Beispiel jetzt auch und vor allen Dingen geht der Schweißgeruch aus Sportkleidung oder sowas raus. Also es waren alles so Bedenken, die ich da hatte. Was da jetzt passiert, ich habe das nachgelesen, ist, dass diese keramischen Kugeln hier drinnen den pH-Wert des Wassers verändern und so alkalisches Wasser entsteht. Und dieses alkalische Wasser kann deine Wäsche reinigen und Bakterien entfernen, somit auch Gerüche. Diese eine Kugel reicht laut Herstellerangabe für 1500 Wäschen. Meine Erfahrungen damit waren durchweg positiv. Das kann ich jetzt mal hier gleich vorwegnehmen. Ich gehe gleich auf die einzelnen Punkte ein. Es ist unfassbar, dass die Kugel wirklich die Wäsche sauber und geruchsfrei macht. Dann komme ich gleich jetzt mal zum ersten Punkt. Bei den Vorteilen, die ich sehe. Die Wäsche ist danach komplett geruchsneutral. Also sie riecht einfach komplett nach gar nichts. Das hatte ich noch nie, weil jedes Waschmittel, so dezent es auch riecht, hat einen Eigengeruch, immer. Es gibt welche, die gefallen mir vom Geruch schon sehr gut und andere nicht so gut. Ich persönlich habe sowieso niemals Weichspüler verwendet, weil mir die einfach vom Geruch zu stark sind. Ich will ja nicht immer nach Wäsche riechen. Ich will nach meinem Parfum riechen oder nach mir oder nach meiner Creme, die ich gerne mag oder so, aber ich möchte nicht nach Waschmittel riechen. Und die Waschkugel, das ist halt so cool, dass es so geruchsneutral da rauskommt und mein Mann ist, also der Flo ist so begeistert, das sagt er jedes Mal wieder, die Wäsche riecht nach gar nichts, das ist so toll. Auch Schweißgeruch geht raus, Sockengestank ist nicht mehr da, also egal welcher Geruch auf der Wäsche lastet oder auch vom Lagerfeuer oder so, diese Gerüche sind alle komplett weg, das ist unglaublich. Obwohl hier ja nicht mit Geruch übertüncht wird, was ich ja sehr toll finde. Denn ich kann mir vorstellen, dass gerade günstige Waschmittel oft nur übertünchen und quasi der Gestank gar nicht wirklich weg ist, sondern nur übertönt wird. Schön ist dann auch, wenn man die Wäsche dann zum Beispiel draußen in der Sonne aufhängt und sie dann einfach nach Sonne riecht und nach Wind. Ich weiß nicht, ob du den Geruch kennst. Falls nicht, probier das mal aus. Es ist halt so schön. Und wenn eben kein Waschmittelgeruch dabei ist, dann riecht es noch besser. Nächster Punkt, was ich toll daran finde, dieser Waschball schont die Umwelt und zwar ganz enorm. Denn du brauchst kein Waschmittel mehr kaufen, das heißt, du hast schon gleich keine Verpackung mehr. Du musst doch kein Waschmittel mehr verwenden. Und wir wissen ja alle, dass Waschmittel auch für das Wasser und für die ganze Umwelt nicht gut ist, weil in jedem Waschmittel irgendwelche Zusatzstoffe drin sind und leider häufig auch Mikroplastik. Das gelangt dann in unser Wasser, in unser Grundwasser, in die Meere. Das ist nicht gut.
Das sollten daran arbeiten, dass möglichst nach Möglichkeit immer weniger Plastik zu verwenden. Gerade dieses Mikroplastik, das ins Wasser gelangt, halte ich für sehr schädlich. Und damit tut man einen sehr großen Schritt in die richtige Richtung. Dann spart dieser Waschball natürlich immens Geld, gar keine Frage. Er reicht für 1500 Wäschen. Das habe ich mir mal ausgerechnet. Also wir waschen im Durchschnitt 2 Maschinen pro Woche, das sind 8 pro Monat. Also bei 1500 Wäschen reicht mir dieser Waschball, sage und schreibe, 15 Jahre. Herstellerangabe ist 5 Jahre. Ich habe mich über die Angabe ein bisschen gewundert. Wascht ihr wirklich so oft? Also, okay, wenn man jetzt Kinder hat, dann muss man wahrscheinlich, da reichen 2 Maschinen pro Woche wahrscheinlich nicht, vielleicht dann jeden Tag. Vielleicht kommt es dann so zustande. Bei meinem Waschverhalten 15 Jahre. Und selbst wenn ich jetzt doch noch mal mehr wasche, dann schätze ich, bin ich irgendwo, vielleicht bei 10 Jahren komme ich dann raus. Das ist unfassbar. Und ich habe mich dann gefragt, wann merkt man, dass dieser Waschball aufgebraucht ist? Und ich denke, das merkt man einfach daran, dass die Wäsche nicht mehr geruchsneutral rauskommt, dass die Flecken nicht mehr einwandfrei rausgehen. Und auch zu den Flecken, es ist wirklich toll, es wird alles sauber. Weiße wie bunte Wäsche und ich bin da so fasziniert davon. Ich habe die ersten Wäschen, also wir haben es jetzt schon einen Monat ausprobiert und die ersten Wäschen habe ich immer komplett untersucht, dran geschnuppert und alles durchforstet, aber es ist toll, es ist sauber und geruchsneutral. Aber ich war ja bei dem Punkt, dass es Geld spart. Also es spart ungefähr auf seine Laufzeit, weil so ein Ball kostet 30 Euro. Eine Wäsche kostet zwischen 30 und 60 Cent, je nachdem, wie viel Waschmittel du verwendest, ob du noch Weichspüler verwendest und was noch und so. Sparst du dir 500 bis 1000 Euro auf die Lebensdauer von einem Ball. Und das ist doch schon ganz schön viel. Er ist außerdem praktisch und einfach, denn ich nehme ihn einfach so, wie er ist, schmeiße ihn in die Trommel zur Wäsche rein. Ich muss nichts dosieren, nicht nachdenken, nichts machen. Egal wie viel Wäsche ich drin habe, der Ball kommt dazu. Fertig. Egal ob weiß, bunt, schwarz, auch ganz egal. Einmal dieser Ball dazu und es wird alles sauber. Außerdem ist er natürlich auch sehr platzsparend, weil wenn du mal überlegst, also bei mir war es so, ich hatte Waschmittel für Wolle, dann für weiße Wäsche, dann für bunte Wäsche, dann hatte ich nochmal ein Spezialfleckenentferner und so weiter. Ich habe ein Regal da gegenüber der Waschmaschine und da waren 2 Regalfächer komplett voll mit diesen ganzen Waschutensilien. Das ist ja enorm. Ich habe darüber nie nachgedacht. Erst jetzt, als ich diesen Ball da bekommen habe, das ist ja Wahnsinn. Ich habe jetzt mal alles schon beiseite gestellt. Jetzt habe ich ein Regal und da liegt genau dieser Ball drin. Also es ist Minimalismus pur und das gefällt mir super gut. Ich stehe darauf, das Leben in vielerlei Hinsicht mehr minimalistisch zu gestalten und da ist das auch ein toller Schritt in diese Richtung. Er ist sehr langlebig, das habe ich ja schon gesagt. Laut Herstellerangabe 5 Jahre. Ich habe ausgerechnet bei 1500 Wäschen bei mir 15 Jahre. Jetzt kommen wir zur Anwendung und die ist genauso einfach wie das ganze Prinzip dieses Balls. Du packst ihn einfach in die Maschine zu deiner Wäsche dazu, also in die Trommel rein. Und da ist es ganz egal, was für eine Art von Stoff du wäschst. Ich habe das auch schon mit Wolle ausprobiert und mit Feinwäsche, mit Seide, genauso wie mit Baumwolle. Und Schuhe habe ich auch schon damit gewaschen. Alles ganz egal, dieser Wäscheball kommt einmal dazu und der schädigt es nicht. Das ist ein ganz weiches Silikon. Er hat außerdem noch so Noppen dran, was glaube ich auch sehr gut dabei hilft, die Wäsche schön sauber zu machen. Und er ist auch elastisch, also da braucht man keine Angst haben, dass seine Wäsche kaputt geht. Der ist für jeden Stoff geeignet. Und da berichte ich wirklich aus Erfahrung, ich habe es wirklich mit jedem Stoff ausprobiert, also keine Sorge. Er geht bis zu 60 Grad. Kochwäsche, Handtücher und so weiter wasche ich sonst schon auch gerne mal bei 90 Grad, das verträgt er nicht. Da muss man dann entweder sich reduzieren, was ja auch wieder Geld spart, wenn man nicht so heiß wäscht. Und bei 60 Grad sind angeblich auch alle Bakterien draußen. Gerade mit ihm, weil er ja durch dieses alkalische Wasser alle Bakterien sofort tötet, also braucht man da eigentlich keine Angst haben. Nur man muss da echt drauf aufpassen. Ein Trockner darf er auch nicht, also das wäre einfach zu heiß. Danach legt man den Ball einfach zum Trocknen zur Wäsche auf den Wäscheständer dazu oder ins Regal. Er soll halt gut belüftet irgendwo liegen, dass er trocknen kann. Du kannst ihn auch, wenn du die Wäsche draußen aufhängst, ihn auch da in die Sonne legen, ganz egal. Irgendwo, wo er trocknen kann und dann kannst du ihn am nächsten Tag auch gleich wieder verwenden. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe,
aber ich denke, das geht wahrscheinlich auch, dass man ihn direkt nach der Wäsche nochmal in eine Waschmaschine packt. Das habe ich jetzt noch nie gemacht, aber ich sehe da kein Problem darin. Ich denke, das geht. Als Kombination kann man natürlich noch Waschmittel oder Seife oder sowas dazu tun, aber es ist eigentlich komplett sinnlos. Also ich würde an deiner Stelle dann auch darauf verzichten, denn es ist ja auch ein gewisser Umweltaspekt hier dabei und dann würde man das ja wieder zunichte machen. Es schädigt den Ball aber auf jeden Fall nicht. Dann gibt es jetzt noch Zusatzprodukte, die ich euch zeigen wollte, weil es ja doch immer ein paar Leute gibt, die das stört, wenn die Wäsche komplett geruchslos ist. Sonst würde ja Weichspüler auch nicht so häufig und so viel verkauft werden. Und da hat Gargoyles auch was dafür erfunden oder halt entwickelt. Das ist ein Lavendelspray. Das kann man dann nachher auf die feuchte Wäsche, also wenn sie aus der Maschine kommt, das einfach aufsprühen. Und das habe ich jetzt hier auch mal gemacht mit einem Kleid. Und es riecht, also das gibt so ein, wirklich so einen Waschmaschinengeruch. Also so, wie wenn du, ich sage jetzt keine Marke, aber wenn du ein sehr teures Waschmittel verwendest, genauso riecht es dann. So frisch gewaschen und vielleicht noch aus dem Trockner und so. Das ist der Geruch von dem Spray. Ist sehr angenehm, aber ich muss auch für mich sagen, ich brauche das jetzt nicht jedes Mal. Also ich stelle es mir jetzt mal dazu, aber es ist jetzt nicht so, weil ich es ehrlich gesagt auch wirklich sehr toll finde, dass die Wäsche einfach so nach gar nichts riecht. Aber wenn man mal das Bedürfnis hat oder wenn es welche unter euch gibt, die das einfach stört, dann ist das eine ganz tolle Sache. Was sie noch im Sortiment haben, das ist ein Fleckenentferner, ein Spezialsalz, ohne schädliche Zusatzstoffe und vor allen Dingen auch ohne Mikroplastik, Alkohol. Auf jeden Fall sind es wirklich nur Salze und total unschädlich. Davon kann man 1 bis 2 Esslöffel einfach dazugeben, wenn man Flecken hat, die sehr, sehr hartnäckig sind und die nicht rausgehen. Aber da muss ich auch dazu sagen, ich habe bisher alle Flecken rausgebracht. Wenn es Flecken gibt, die so hartnäckig sind, die der Waschball nicht entfernen kann, dann hätte es normales Waschmittel auch nicht geschafft. Also genau, das gibt es auch noch, habe ich noch nie gebraucht. Mal gucken, ob ich es überhaupt jemals brauchen werde. Man kann ja auch, wenn man sehr hartnäckige Flecken hat und das schon weiß, zum Beispiel ein Bluttropfen, der irgendwo drauf gekommen ist oder Rotweinflecken oder so, dann kann man, oder Tomatensauce ist auch manchmal so schwierig, dann kann man das ja auch vor der Wäsche schon mal mit Gallseife ein bisschen behandeln. Habe ich jetzt auch noch nie gebraucht. Aber Gallseife ist etwas, das habe ich immer im Haus. Wenn mal irgendwo ein dummer Fleck zu entfernen ist, dann ist das auf jeden Fall immer praktisch. So, und damit bin ich am Ende von diesem Video angekommen. Hat es dir gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben. Kanntest du diesen Waschball schon? Hast du Erfahrung schon damit gemacht oder war das komplett neu für dich? Lass mir doch mal deine Meinung, Erfahrung und was auch immer in den Kommentaren da. Und wenn du natürlich Fragen hast, dann wie immer beantworte ich die gerne. Schreib mir alle deine Fragen auch in die Kommentare. Was natürlich auch schön ist, wenn ihr euch gegenseitig die Fragen beantwortet und Erfahrungsberichte austauscht. Das finde ich auch immer sehr schön. Das nimmt oft auch so eine Eigendynamik an, aber das finde ich toll. Ich lese gerne mit und einfach der Austausch ist ja auch wichtig. Wenn du Lust auf mehr solche Videos hast, aber nicht nur Haushaltsvideos, sondern auch Videos zur Hautpflege und Kosmetik über 30, dann abonniere meinen Kanal. Es gibt auch hin und wieder einen Reisebericht von tollen Reisezielen, Highlights, die ich mit dir teilen möchte. Und ansonsten gibt es hier hauptsächlich Kosmetik und die allerbesten Haushaltstipps, aber es wird auf jeden Fall nicht langweilig werden. Aktiviere auch gerne die Glocke. Ich mache das auch bei meinen liebsten YouTubern, dass du einfach informiert bist, wenn ein neues Video von mir online kommt. Da ich es nicht immer am selben Tag hochlade, ist es so, denke ich, praktischer, wenn du da Interesse daran hast. Ja, und dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Tschüss.